habe das Auto dann gefunden, irgendwo verlassen in einer Wiese stehen. Es war sehr heruntergekommen, es waren schon 2, 3 Lackierungen drüber. Es war sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und ich habe eigentlich nach so einem Auto gesucht. Es ist ein 240er Turbo, es ist etwas Spezielles. Es hat einen geschichtlichen Hintergrund. Das Auto ist ein Stück weit auch legendär. Und ich habe mich darum entschieden, um das Auto anfangen zu restaurieren. Ich habe das Auto mitgenommen. Es war schwer befallen von Rost. Sprich, das meiste von der ganzen Karosserie ist schon fast wieder Neublech, weil ich so viel Zeug rausschneiden und die Rostreparaturen durchführen. Ich habe mich dieser Herausforderung trotzdem angenommen. Es war schlussendlich nicht rentabel oder so. Da ist es eher ein bisschen um Ehrgeiz gegangen, um Lernenthusiasmus und ein bisschen auch ein bisschen Mechanikerstolz, um das Fahrzeug so wieder herzukriegen und können auf den Markt bringen. Und irgendjemanden finden, der Freude an dem hat, oder gleich Freude an dem hat, wie ich sie auch habe. Ich war fast 1,5 Jahre am Restaurieren an dem Auto. Habe im Dezember letztes Jahr als Bestätigung für die gute Arbeit den Veteraneneintrag bekommen für das Auto. Das Auto hat in technischer wie auch in optischer Hinsicht vielerlei neue Sachen bekommen. Ich musste den Zylinderkopf abnehmen, es hatte abgebrochene Stehbülzen. Ich musste den Zylinderkopf ausfräsen, ich musste Bülzen neu schneiden. Ich habe wirklich geschaut, dass das technisch in einwandfreiem Zustand nachher wieder da steht. Es war viel Aufwand. Ich habe zum Teil Sachen vom Auto belassen. Ich habe gewisse Flecken auf dem Polster im Kofferraum zum Beispiel sein lassen. Das aus dem Grund, weil das einfach ein Stückchen Geschichte von dem Auto ist. Das gehört zu dem Auto dazu. Und ich konnte die ganze Besitzerhistorie nachvollziehen. Dementsprechend weiss ich auch, dass das Auto mal für die TCS im Einsatz war. Also war es ein Bannendienstfahrzeug. Und die Flecken im Kofferraum sind sehr wahrscheinlich von alten Werkzeugen, von Fett und von sonstigen Flüssigkeiten, die dort gelagert worden sind. Und das ist für mich ein Stückchen Geschichte, die das Auto erzählt. Und dementsprechend sind die Flecken bei der Restauration geblieben. Ich habe nichts neu bezogen, ich habe nichts neu bepolstern lassen. Weil das einfach dazugehört, das ist eine gewisse Patina auch. Es ist in der Gebrauchsphase des Autos passiert. Und dementsprechend habe ich das so sein lassen. Die äußere Hüllenkarosserie musste ich lackieren. Das war so von Rost befallen, dass wir das nicht einfach sein lassen. Und ja, als ich das Projekt zu Ende gebracht habe, habe ich auch unter dem Strich sagen, das Projekt hat sich rein finanziell gar nicht gelohnt. Es ist über das Doppelte investiert worden, als das Auto grundsätzlich Wert hat. Aber es ist vom Resultat her traumhaft gewesen, um das nachher zu sehen, dass ich eine Legende wiedergeboren habe. Es ist effektiv eine Legende, die ich wiedergeboren habe. Der 240er Turbo ist von der Volvo das erste Turbofahrzeug. Sie haben das Fahrzeug natürlich noch modifiziert für den Renneinsatz und sind mit dem sogenannten Flying Brick, hat man ihm gesagt, sind in den ersten Jahren, als die DTM gestartet worden ist, sind die in die DTM eingestiegen und haben Konkurrenten wie zum Beispiel BMW einfach vom Feld gefegt. Da hat BMW keine Chance gehabt. Alle haben ihn belächelt, weil er von der Form her wie ein Ziegelstein ausgesehen hat. Und der Ziegelstein hat einfach alle weggeräumt. Und darum ist es schon ein eine Legende gewesen. Er hat mehrere Jahre nacheinander die DTM gewinnen. Er hat sich auch in anderen Rennsportklassen beweisen. Und darum ist es schon sehr eine erfolgreiche Geschichte, dass ich jetzt das Auto so wieder auf die Schweizer Straße bringen konnte und zusätzlich auch noch den Veteraneneintrag dafür bekommen habe. Es sind jetzt 1,5 Jahre vorbei. Ich fahre das Auto jetzt mittlerweile ein halbes Jahr und es hat sich bewährt, was ich an dem Auto gemacht habe. Es hat technisch verhebt, es hat alles optisch verhebt und ich bin schon sehr stolz, dass ich das so hergekriegt habe, muss ich sagen.